Herr Kramer hat einen Pflegeantrag gestellt. Um den entsprechenden Pflegegrad zu ermitteln, bewertet unser Gutachter, inwieweit Herr Kramer eingeschränkt ist. Er betrachtet dazu 6 verschiedene Lebensbereiche und vergibt Punkte. Je stärker Herr Kramer beeinträchtigt ist, desto mehr Punkte erhält er. In Modul 4 geht es um die Selbstversorgung im Alltag, zum Beispiel um Essen und Trinken, Körperpflege und Toilettengänge. Unser Gutachter prüft, ob Herr Kramer in der Lage ist, die Aktivitäten selber praktisch durchzuführen. Körperliche und geistige Einschränkungen werden dabei gleichermaßen berücksichtigt. Ein Beispiel. Rein körperlich gesehen ist Herr Kramer in der Lage, sein Essen selbstständig zu sich zu nehmen. Doch aufgrund seiner Demenz bringt er die Abläufe durcheinander und benötigt deshalb trotzdem personelle Unterstützung. Essen kann Herr Kramer also noch überwiegend selbstständig. Dies vermerkt unser Gutachter in der Begutachtungssoftware und vergibt entsprechend Punkte. Auch Frau Schneider erhält für dieses Kriterium Punkte. Sie hat zwar keine geistigen Einschränkungen, aber aufgrund ihrer Lähmung ist sie beim Essen vollständig auf personelle Hilfe angewiesen. Übrigens, der Gutachter bewertet alle Kriterien, auch wenn einzelne Aktivitäten im Alltag nicht mehr durchgeführt werden. Ein Beispiel. Da Frau Müller bettlägerig ist, kann sie die Dusche im oberen Stock nicht erreichen und wird stattdessen im Bett gewaschen. Dennoch muss unser Gutachter ihre Selbstständigkeit beim Duschen und Baden bewerten. Er fragt sich also, welchen Anteil Frau Müller hierbei noch selber leisten könnte, wenn sie die Dusche erreichen würde. Dass die Aktivität aufgrund der individuellen Wohnsituation nicht durchgeführt wird, spielt keine Rolle. Zurück zu Herrn Kramer. Beim An- und Auskleiden beurteilt unser Gutachter, ob dieser in der Lage ist, seine Kleidung ohne personelle Hilfe anzuziehen. Ob die Kleidungswahl dem Wetter angemessen ist, wird jedoch nicht in Modul 4, sondern in Modul 2 entsprechend berücksichtigt. Die Punkte, die Herr Kramer in Modul 4 erhält, fließen später mit einer Gewichtung von 40% in die Gesamtsumme ein. Damit hat Modul 4 den größten Einfluss auf das Begutachtungsergebnis.